Hallo, die Anne Pross ist hier von Anne Pross Kunst. Auf einem Blatt Aquarellpapier male ich heute einmal wieder abstrakt mit Acrylfarben. Das wird ein Mixed-Media-Kunstwerk und ihr könnt mir dabei zuschauen. Hier trage ich auf einer Plastikspachtel eine schwarze Acrylfarbe ganz dick auf, um sie auf dem Papier dann aufzuziehen. Ich habe mir diesmal zum Ziel gesetzt, eine große, breite Form zu ziehen. Man zieht mit der Spachtel relativ flach die Farbe ganz spontan. Durch die Bewegung ergeben sich Muster und dann letztendlich auch diese Grundform, die dann das Kunstwerk dominiert. Es bleiben auch hellere Stellen, da wo die Farbe dann schon dünner war. Und genau das ist der Reiz des Ganzen, da sich diese Sachen dann spontan zeigen und auch von mir nicht direkt beeinflusst werden können. So soll das ja auch sein. Kunst hat immer etwas Spontanes. Mit einem Flachpinsel, und zwar einem Borstenpinsel, nehme ich rote Acrylfarbe auf und werde mit dem Pinsel dann fortfahren. Dazu muss ich sehr gut diese Farbe aufnehmen in den Pinsel, um genügend Farbvorrat im Pinsel zu haben. Und jetzt mache ich da sehr spontan einen Pinselstrich, der bleibt dann so stehen und wird auch nicht verändert natürlich. Und aus diesen beiden Formen werde ich dann eine Weiterbearbeitung vornehmen, zum Beispiel in dem Fall mit einer weißen Ölpastellkreide, die ich über die Acrylfarbe ziehe. Natürlich habe ich die Acrylfarbe vorher gut trocknen lassen, um da nicht in die frische Farbe hineinzumalen. Das würde gar nicht gehen. Diese Linien erfolgen völlig spontan, wie das bei der abstrakten Malerei üblich ist. Ganz nach meinem Empfinden, wie es zu den vorhandenen Farbflächen passt, wie es diese Farbflächen vielleicht zeichnerisch noch ergänzt. Das überlege ich mir und führe es dann aus. Übrigens kann ich euch eine Neuigkeit verraten. Mein Kunstkanal wird sich etwas verändern. Ich bin ja eine sehr vielseitige Künstlerin und normalerweise
würde ich diese Bandbreite auch in dem Kanal präsentieren, so wie ich es bisher gemacht habe, mit Mixed-Media-Werken, mit Aquarellmalerei und mit Acrylmalerei. Ich habe jetzt längere Zeit das Zuschauerverhalten beobachtet. So, jetzt muss ich wieder kurz unterbrechen. Ich habe eine Muschel gefunden mit einer schönen Struktur, trage hier mit dem Pinsel auch wieder rote Acrylfarbe auf und versuche mit dieser Muschel und der Farbe auf dem Papier die Farbe aufzudrucken, indem ich diese Muschelschale über das Blatt Papier bewege. Und ihr seht, diese Rillen, die die Muschelschale aufweist, drücken sich hier als Muster ab. Genauso hatte ich es mir vorgestellt. Und das werde ich jetzt so fortführen. So, jetzt wieder zurück zu meiner Ansage, zu meinem Kanal. Die Mixed-Media-Werke überschneiden sich ja meistens aus der Acrylmalerei heraus mit anderen Materialien und Techniken, die ich da anwende. Das wird weiter bestehen bleiben. Die Acrylmalerei und Mixed-Media-Acrylmalerei wird in meinem Kanal die Technik sein, die ich hier weiter euch zeigen werde. Was ich allerdings festgestellt habe, ist, dass die Aquarellmalerei in Deutschland nicht so populär ist. Und wie ihr seht, kurze Unterbrechung, ich habe mir einen Permanentmarker genommen und ergänze jetzt zeichnerisch dieses Kunstwerk. So, nun wieder zurück zu meiner Kanalinformation. Ich werde also keine Aquarellmalerei mehr hier zeigen. Allerdings lasse ich natürlich alle Filme in meinem Kanal drin, die ich bisher erstellt habe, und da gehört die Aquarellmalerei auch dazu. Diese bisherigen alten Filme werdet ihr weiterhin auch auf meinem Kanal finden und anschauen können. Ansonsten könnt ihr euch freuen über neue Werke in der Acryl- und Mixed-Media-Malerei. Das wollte ich euch sagen. Das ist eine Neuigkeit, die ich ab sofort hier durchführen werde. Alle Freunde der Aquarellmalerei können sich an meinen bisherigen Filmen noch erfreuen. Die bleiben auf jeden Fall hier vorhanden, denn das sind ja sehr schöne Filme, wo man sich über die Aquarellmalerei informieren kann. Aber leider in Deutschland ist das Interesse nicht da, der Zuschauer, sondern ich habe festgestellt, dass die Länder England und Amerika hierfür mehr Verständnis haben und auch diese Kunstrichtung der Aquarellmalerei mehr würdigen und schätzen. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn ihr
mich als Künstlerin ganz persönlich unterstützen würdet, damit ich diese Filme und den Kanal weiter pflegen und aufrechterhalten kann und euch weiterhin schöne Filme zeigen kann zu meinen Kunstwerken, zu der Entstehung. Bitte geht auf Steady, das steht in meiner Information hier bei jedem Film drin. Dort könnt ihr euch anmelden und mein Follower werden und mich ganz persönlich unterstützen. Dann wisst ihr, dass ihr auch mit beteiligt seid an der Entstehung meiner Filme, die ich hier bei YouTube präsentieren kann. So, das Kunstwerk ist soweit fertig. Ich kann die Klebestreifen außen herum wegmachen und euch das Kunstwerk anschließend auch noch in einem Beispiel an der Wand präsentieren. Bitte bleibt dran, dann könnt ihr das gleich sehen. Es ist ein super tolles, modernes und abstraktes Kunstwerk geworden. Wie ihr seht, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich werde das Bild hier noch drehen und auch noch weitere zeichnerische Elemente hier aufnehmen. Es ist noch nicht 100% jetzt fertig, aber es dauert nicht mehr lange und dann könnt ihr dieses Bild hier am Schluss des Films bewundern. Und vergesst nicht, ich freue mich über eure Likes, über eure Abonnements auf YouTube. Und das kostet viel Zeit und auch viel Geld, um die Materialien zu kaufen. Und deshalb würde ich mich echt freuen, wenn ihr mein Follower auf Steady werdet. Das ist so eine Art Crowdfunding-Programm hier in Deutschland und das ist unterstützenswert, weil die Künstler dann auch wirklich sich frei ihrer Arbeit widmen können. Ich danke schön fürs Zuschauen. Eure Anne Prost. Ciao.